Hallo, wir sind bereit für die dritte Meditation, für die dritte Woche dieses Lamrim-Kurses. In der letzten Meditation haben wir einen Akt der Wahrheit vollzogen. Wir wollen das Virus mitten in die Sonne senden. Ich denke, wenn wir alle gemeinsam in diesem Lamrim-Kurs erfolgreich sind, dann wird mit diesem Virus etwas geschehen. Vielleicht können wir dazu beitragen, dieses Problem in der Welt zu stoppen. Und so sollte es ja auch sein, nicht wahr? Also versuchen wir es. Wir haben einen Akt der Wahrheit vollzogen. Für den Akt der Wahrheit braucht man Munition. Der Akt der Wahrheit ist wie ein Schuss mit dem Gewehr. Du brauchst dafür Munition. Du musst sagen, wenn es wahr ist, dass ich dies getan habe, dann möge jenes geschehen. Wir haben gesagt, wenn es wahr ist, dass ich nur die geringste Freundlichkeit getan habe. Ich habe über jemanden gelesen, der 100.000 Mahlzeiten für Krankenhäuser besorgt hat. Er hat eine ganze Reihe von Restaurants mit den Krankenhäusern zusammengebracht und so 100.000 Mahlzeiten organisiert. Und ich habe über 5 Ärzte meiner alten Uni gelesen, die ganz außergewöhnliche Dinge tun. Enorme Dinge, die Tausende von Menschen erreichen. Aber Menschen wie du und ich, für uns geht es in diesen Zeiten des Virus darum, uns nicht von der allgemeinen Angst mitreißen zu lassen. Nicht dem allgemeinen Selbsterhaltungstrieb nachzugeben, nicht loszulaufen und gleich am ersten Tag des Virus das ganze Toilettenpapier aufzukaufen. Bemühe dich, kleine Dinge für andere Menschen zu tun. Das ist unsere Munition. Wenn du also bislang noch nicht ein paar kleine Dinge für andere in dieser Viruszeit getan hast, dann fang unbedingt gleich jetzt damit an. Einfach ein paar kleine gute Dinge. Ermutige andere Menschen. Gib anderen Menschen Hoffnung. Teile Dinge mit anderen Menschen. Ich habe von einer Frau gelesen, die 30.000 Masken gemacht hat. Das meine ich nicht. Was ich meine ist, Menschen zu erkennen, die Angst haben, traurig sind, sich Sorgen über die Zukunft machen, ihnen Freundlichkeit und Menschlichkeit zu zeigen. Das also war unsere Munition. Und dann haben wir einen Akt der Wahrheit vollzogen. Wenn es wahr ist, dass ich in den Zeiten des Virus jemand anderem diese kleine Freundlichkeit erwiesen habe, diese kleine, feine Sache, dann sollen blinde Menschen sehen können und hungrige Menschen ein Festmahl serviert bekommen und kranke Menschen gesund werden und Menschen an Atemgeräten wieder selbstständig zu atmen beginnen. Sogar Menschen, die per Auto reisen, weil es im Flugzeug nicht mehr geht, sollen sicher sein. Ihr Auto soll gut funktionieren. Kinder sollen in dieser schwierigen Zeit sicher sein. Alte Menschen sollen in dieser schwierigen Zeit sicher sein. Die Menschen haben Schlafprobleme. Ich habe keine Zahlen dazu gesehen, aber das muss gerade ein riesiges Problem sein. Dann haben wir einen Akt der Wahrheit vollzogen und in diesen Menschen gesendet. Jetzt machen wir einen weiteren Akt der Wahrheit. Dies ist die dritte Meditation und wir legen jetzt einen anderen Gang ein. Wir sind immer noch im Menschenreich. Wir sind noch immer in der Welt der Menschenwesen. Wir haben die Höllenreiche, die Tierreiche, die Hungergeisterreiche verlassen und kämpfen immer noch mit den Problemen dieser Welt in diesen Viruszeiten. Meister Shantideva hat dazu eine Liste. Also erinnere dich, wo wir gerade sind. Wir machen jetzt diese Meditation. Wir vollziehen jetzt einen Akt der Wahrheit. Wir werden ein paar kleine, schöne, elegante Freundlichkeitspakete denken, die wir ausgeliefert haben in der Viruszeit. Und wir werden eine geistige Erklärung abgeben. Wenn es wahr ist, dass ich diese kleine Sache getan habe, dann mögen folgende Dinge geschehen. Dann gibt es eine Liste der Dinge, von denen wir wollen, dass sie geschehen. Los geht's. Mach dich bereit zum Meditieren. Trink einen Schluck Wasser. Diese Meditationen sind kurz
nur 15 Minuten lang. So kann man sie 1-2 Mal am Tag machen. Also werden wir es sehr einfach halten. Wir gehen jetzt in die Meditation mit 10 Atemzüge. Los geht's. Langes Ausatmen. Atme so lange aus, bis der Unterbauch straff wird. Mehr als bei einem gewöhnlichen Ausatmen. Wir machen 10 lange Atemzüge auf diese Weise, langsam und fein. Jetzt denke bitte an eine kleine, elegante, schöne Freundlichkeit, die du jemandem erwiesen hast in dieser schwierigen Zeit überall in der Welt. Jemandem, der Angst hat, voller Sorge über die Zukunft ist. Und an eine kleine Geste, die du für diese Person gemacht hast, aber sie sollte echt sein. Du solltest das auch wirklich getan haben. Und dann sage dir selbst, vollziehe einen Akt der Wahrheit, wenn es wahr ist, dass ich in dieser beängstigenden Zeit einem anderen Menschen eine kleine Freundlichkeit erwiesen habe, dann sollen die folgenden Dinge geschehen. Und hier ist unsere Liste aus Meister Shantidevas Kapitel über Widmung. Erstens, Menschen mit Hindernissen in ihrer spirituellen Praxis. Das sind tiefere Hindernisse, als kein Essen zu haben oder keine Kleidung. Zu Beginn dieser Meditationssitzung haben wir das Foto einer jungen Frau gezeigt. Sie sitzt in Meditation und die anderen machen sich über sie lustig. Wenn es also wahr ist, dass ich eine kleine Freundlichkeit erwiesen habe, dann mögen die Hindernisse der Menschen im Glauben, in der Weisheit und der Liebe, dann mögen diese Hindernisse in ihrem spirituellen Leben beseitigt werden. In dieser Welt. Wenn es wahr ist, dass ich diese eine gute Sache in dieser schwierigen Zeit getan habe, dann möge jeder überall, es gibt Menschen überall im Universum, die Freiheit haben, den eigenen spirituellen Weg zu praktizieren. Mögen alle diese Freiheit haben. Mögen sie frei sein von Störungen in ihrem privaten spirituellen Leben.
Und mögen sie frei sein von Uneinigkeit unter den spirituell Praktizierenden. Mögen sie sich der Einheit und Harmonie erfreuen. Innerhalb der Gruppen spirituell Praktizierender. Und mögen sie ganz allgemein die Freiheit haben, dem Pfad zu folgen, dem sie gerne folgen möchten. An dieser Stelle fügt Shantideva eine weitere Gruppe von Menschen hinzu, Menschen, die nicht in der Lage sind, gut zu praktizieren, aufgrund physischer Bedürfnisse. Sie hatten nicht genug Essen, sie hatten nicht genug Geld, sie hatten nicht ausreichend Kleidung und all das schädigte letztendlich ihren Körper. Dieser Schaden an ihrem Körper schädigte dann auch ihr Selbstwertgefühl. Also, wenn es wahr ist, dass ich jemandem diese Freundlichkeit erwiesen habe, dann mögen durch diesen Akt der Wahrheit Menschen wie jene mit geringem Selbstwertgefühl zu einer großartigen spirituellen Praxis gelangen. Und Shantideva schließt auch Menschen ein, die in eine Gesellschaft hineingeboren wurden, in der es verschiedene Stufen gibt und die innerhalb dieser Stufen in die unteren Stufen geboren wurden. Dort wurden sie ausgenutzt oder systematisch verletzt durch das System ihrer Kultur und sie wurden unten gehalten. Mögen diese Menschen spontan das Recht und die Möglichkeit erlangen, sich einer tiefen spirituellen Praxis zu erfreuen. Und zudem werde ich die Samen schlechter Gedanken, Worte und Taten wegnehmen, die diese Menschen in der Vergangenheit getan haben. Das ist wie Krankheit von einem Menschen wegzunehmen. Krankheit ist, was wir Ergebnisleiden nennen. Die Samen dafür sind, negativ zu agieren, in der Art, wie du sprichst, denkst und handelst. Möge also dieser Akt der Wahrheit auch das Leid beseitigen, das in der Form von Schmerz erst noch kommen wird. Dinge, die noch kein Schmerz sind, Schmerz, der nur darauf wartet zu geschehen. Wenn ich diesen Akt der Wahrheit getan habe, mögen die Menschen liebevoll miteinander umgehen. Möge es keine Dunkelheit in ihrer Einstellung und in ihrem Verhalten mehr geben. Mögen sie perfekt unschuldig, hilfsbereit und freundlich zueinander sein. Mögen alle spirituell Praktizierenden durch meinen Akt der Wahrheit ein langes Leben leben. Mögen sie die Wonne erleben. Und dann beendet Shantideva diese Meditation so wunderbar. Möge das Wort Tod aus dieser Welt verschwinden. Möge eine Zeit in dieser Welt kommen, wo niemand mehr weiß, was das Wort Virus bedeutet, wo sich niemand mehr erinnert, was das Wort Covid bedeutet, wo sich sogar niemand mehr erinnert, was das Wort Tod einmal bedeutet hat, weil alle diese Dinge verschwunden sind. Wenn es wahr ist, dass ich etwas Freundlichkeit in dieser Pandemie gezeigt habe, dann mögen all diese Dinge geschehen. Dann öffne langsam deine Augen
Strecke dich. Wir machen diese Meditation eine Woche lang und dann machen wir nächste Woche mit Meister Shantideva weiter. Danke, danke Tim, danke Seji.